Heute steigt hier der Clásico Porteño, San Lorenzo gegen Huracán, hier im Nuevo Gasometro. Y es el clásico barrio más importante del mundo, el más grande de todos. Y más desparejo también. Más parejo. Que es un clásico de barrio, que es el más grande que hay en Argentina y que vamos a ganar, ya con eso sabes. Wer San Lorenzo kennt, weiß, hier ist geile Stimmung vorprogrammiert. Ich bin gespannt auf die Derby-Stimmung, weil das ist mein erster Clásico hier. Uy, esto, entrar ahí y vivirlo, nada más. No hay otra forma. Es eso, es esto, el ambiente, la gente. Hermoso, hermoso. San Lorenzo, esto es San Lorenzo. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem der bekanntesten Derbys in Buenos Aires. Nein, nicht der Superclásico, sondern der Clásico Porteño zwischen San Lorenzo und Huracán. Das ist eines der größten Spiele der Stadt. Die ganze Stadt ist schon im Aufruhr. Das Spiel steigt in der Nähe des alten Viertels von San Lorenzo, nicht in Boedo, da stand das alte Stadion, sondern in Bajo Flores. Und da liegt auch eine der berüchtigsten Villas der Stadt. Deswegen ist es da nicht so sicher und die Fans bezeichnen den Ort, wo das Stadion ist, auch als Niemandsland und sind deswegen da auch nicht so heimisch geworden und wollen auch wieder zurück nach Boedo. San Lorenzo ist ein Verein, der aus den Straßen geboren wurde. Anfang des 20. Jahrhunderts spielten Kinder in Almagro Fußball zwischen Kahn und gefährlichen Straßen. Der Priester Lorenzo Massa sah sie, holte sie in den Hof seines Oratoriums und sagte: Wenn ihr hier im Hof spielt, dann helfe ich euch. Aber ihr müsst eine Mannschaft gründen. So entstand 1908 San Lorenzo de Almagro, die Cuervos, die Raben. Ein Verein, der von Beginn an eng mit der Kirche, Barrio und Nachbarschaft verbunden war. Und es wundert nicht, dass auch Papst Francisco, Jorge Bergoglio, ein lebenslanges Mitglied und glühender Anhänger dieses Clubs war. Im gleichen Jahr wurde auch Huracán ins Leben gerufen, ganz in der Nähe, zuerst in Nueva Pompeya, später endgültig in Parque Patricios. Die Gründer gaben dem Club den Namen nach dem Heißluftballon des argentinischen Luftfahrtpioniers Jorge Newbery. Huracán, Symbol für Fortschritt und Aufbruch. Deshalb trägt der Verein bis heute den Ballon im Wappen und er heißt El Globo, der Ballon. Ein paar Jahrzehnte später kam noch der Spitzname Quemeros dazu, benannt nach den Müllverbrennungsanlagen im Viertel, deren Feuer und Rauch untrennbar mit der Nachbarschaft verbunden war. Deswegen nennt sich die Barra Brava auch bis heute La Banda de la Quema, die Bande aus dem Rauch. Das Clásico Porteño, San Lorenzo gegen Huracán, dieses Clásico hat Tradition. Das erste offizielle Spiel zwischen San Lorenzo und Huracán fand schon 1915 statt. San Lorenzo gewann damals mit 3:1. Seitdem ist es eines der ältesten und am längsten bestehenden Nachbarschaftsduelle in Buenos Aires. Nach meinem Gefühl ist es in Deutschland zurzeit eher in, den Gegner wüst zu beschimpfen, aber durch gute Anti-Lieder wie dieses hier kann man viel über den Gegner lernen. Dicen que de Almagro, pero en realidad no tienen barrio. Der Vorwurf hier, San Lorenzo hat gar kein Barrio. Dennoch sind wir hier beim Clásico de Barrio. Also um welches Barrio handelt es sich eigentlich? San Lorenzo wurde ja, wie wir wissen, in Almagro gegründet, trägt dieses Viertel auch im Namen, zog dann aber nach Boedo, etwas weiter südlich. Dort wurden sie heimisch und bis heute ist das Herz und das Zentrum des Vereins Boedo. Ein bekanntes, kulturelles Viertel in der Hauptstadt, bekannt für Tango und Karneval. Das alte Gasometro, mitten im Barrio, war ein absoluter Mythos. 75.000 Zuschauer, Tribünen dicht am Spielfeld, ein Schmelztiegel von Fußball und Nachbarschaft, so eng im Viertel. Doch in den dunklen Jahren der Militärdiktatur wurde das Stadion verkauft, zwangsverkauft. Eventuell waren San Lorenzo und seine Fans zu unbequem. Das Grundstück ging an Carrefour, eine französische Supermarktkette. Nach Jahren ohne Stadion fanden sie dann in Bajo Flores eine neue Heimat, mitten im Niemandsland. San Lorenzo hat also seine Heimat verloren und doch den Traum fast wahrgemacht. Die Fans haben für die Rückkehr gekämpft und gewonnen. Das hier ist der Parkplatz, auf dem das Stadion stand und auch wieder errichtet werden soll. Die Fans kämpften mit einer unglaublich großen Demonstration.
mit politischen Abstimmungen, Mitgliederreferenten, Unterschriftensammlungen, mit so einem Kraftakt, dass es fast das größte Märchen des modernen Fußballs ist. Sie waren erfolgreich und konnten via Sondergesetz das Grundstück zurückkaufen. Letztendlich machten sie das durch Fananteile wahr und nicht etwa durch den Verein. Denn der Verein ist nach wie vor verschuldet. Es gibt interne Machtkämpfe, Bürokratie, totales Chaos. Die bittere Wahrheit: 10 Jahre nach diesem unglaublichen Kraftakt der Fans, es ist nichts passiert. Und hier am Parkplatz in Boedo sieht es auch nicht so aus, als würde sich bald etwas tun. Y bueno, lamentablemente, gracias a nuestros dirigentes, la vienen postergando y postergando, pero ya lo dije varias veces, no quiero irme de este mundo sin pisar un escalón en Boedo. Así que creo que es el anhelo de toda la gente de San Lorenzo. Direkt daneben liegt Parque Patricios, das Viertel von Huracan. Ein einfaches Viertel direkt an den Müllverbrennungsanlagen. Die Fans nennen sich deshalb bis heute Quimeros. Und die konnte ich auch live in Action sehen. Diesen Sommer beim Hinspiel dieses Klassikos. Im legendären Stadion von Huracan, dem Palacio Duco. 1949 erbaut und er sieht tatsächlich heute noch so aus, als hätte sich seitdem nichts verändert. Ab in die größte Hitzeschlacht aller Zeiten, knapp 40 Grad und es wurde ein Fest für Huracan. Das Fest begann mit einem schönen Intro und dann fiel auch schon direkt das 1:0. Die steilen Tribünen waren nun richtig am Beben und dann fiel auch noch das 2:0. Totale Eskalation, deswegen hieß es Wassermarsch, Jubel unter der Dusche. Großartige Bilder, das ist Fußball in Argentinien. Die Emotionen kochten hoch, aber nur im positivsten Sinne. Totale Ekstase in diesem alten, steilen Stadion. Doch eigentlich sind die Kräfteverhältnisse in diesem Klassiko klar verteilt. San Lorenzo führt die Gesamtbilanz deutlich an. Über 160 Spiele, fast die Hälfte Siege für die Cuervos. Huracan kommt nicht mal auf ein Drittel. Deshalb ist San Lorenzo der Papa. Das sagt man hier so in Argentinien, wenn einer mehr Spiele gewonnen hat. Nosotros somos los padres. Doch zwischen San Lorenzo und Huracan spricht man eher von einer anderen Familienverbindung, nämlich von Onkel und Neffe. Noch deutlicher kann man eigentlich nicht sagen, man sieht sich nicht auf Augenhöhe. Y es el clásico barrio más importante del mundo, el más grande de todos. Y más desparejo también. Más parejo. Un clásico de barrio que es el más grande que hay en Argentina y que vamos a ganar. Y es uno de los partidos más lindos, donde se hace más fiesta, Vamos a todo. romper el culo, Huracán. Le vamos a romper el culo, Huracán. Que es un club chiquitito, triste, poca gente, todo reunioso. ¡Tipo de mierda! Tipo de mierda. Y en realidad dicen que es el clásico más grande, el barrio más grande, el clásico de barrio más grande del mundo. La verdad es que ahí yo diciendo, porque para mí no son clásicos, es un partido más, un partido más. Para San Lorenzo es un partido más. Okay, bei Huracan es más grande. Para ellos sí, obviamente lo viven como un partido, como la final del mundo. Lo viven como eso. San Lorenzo ist der größere, der historische Verein.
Er gehört zu den großen 5 in Argentinien: Boca, River, Racing, Independiente und San Lorenzo. Und auch wenn Huracan die letzten Jahre stärker wirkte, auf Augenhöhe sehen sie die San Lorenzo-Fans immer noch nicht. Das Derby trägt auch den Namen Clásico Porteño, das Derby von Buenos Aires. Während Boca, River, Racing, Independiente und San Lorenzo die Cinco Grandes bilden, gehört Huracan nicht dazu. Gerade deshalb ist dieses Spiel für die Globo-Fans so wichtig. Hier können sie beweisen, dass auch ihr Club zur Fußballhauptstadt gehört. Wer San Lorenzo kennt, weiß, hier ist geile Stimmung vorprogrammiert. Ich freue mich mega auf meinen ersten Clásico. Und jetzt hören wir mal, was die Leute dazu sagen. Es eso, es esto, el ambiente, la gente. Hermoso, hermoso. San Lorenzo, esto es San Lorenzo. La hinchada, sí, mira lo que es esto, es una fiesta. Acá se vive la pasión del fútbol. Acá vas a sentir lo que es el fútbol. Y te lo transmite toda la gente, ¿no? Que ganes o pierdas, te siguen siempre. San Lorenzo hat nicht nur treue Fans, sondern auch viele Probleme. Nicht nur das fehlende Stadion in Boedo, was sehr lange an den Fans nagt, auch Schulden und ein Korruptionsskandal. Dem Präsidenten Moretti wird viel vorgeworfen, unter anderem Geld eingesteckt zu haben. Mitte September wurde er nach einigen Demonstrationen und Unterschriftensammlungen aus dem Amt gekickt. Jetzt soll es Neuwahlen geben, vielleicht wird ja dann alles besser. Und wir starten jetzt mit dem Spiel im Nuevo Gasometro. Standesgemäß mit dem Getränk zum Fußball in Argentinien. Fernet mit Cola. Yes. Ahí está, chicos, gracias. ¿Está bien o le pongo más Fernet? Die Busse kommen aus ganz Buenos Aires hierhin. Sie gehören zum argentinischen Fußball. Ich denke, als Schulkind wächst man einfach mit dem Geruch von Fernet und Pyro auf, wenn man am nächsten Tag mit dem Bus zur Schule fährt. Der Club hat hier draußen im Niemandsland ein eigenes großes Gelände. Hier finden sich viele Plätze, Grillplätze und die Fans treffen sich lang vor den Spielen. Und es gibt sogar eine kleine Kirche. Also rein ins Nuevo Gasometro und die Clásico-Stimmung genießen. Schon Diego Maradona sagte, die Fans von San Lorenzo sind die kreativsten. Es gibt kein Wort mit mehr Gewicht in Argentinien, jedenfalls im Fußball. Dieses berühmte Element hier, und zwar der argentinische Folienstab, der kommt von den San Lorenzo-Fans und ist untrennbar mit diesem Spiel verbunden. Die Legende geht folgendermaßen. In den 1980ern wollte ein San Lorenzo-Fan nicht mehr das Symbol des Gegners, einen Ballon, hochhalten und wollte deshalb die Form eines Ballons für immer ändern. Und jedenfalls in Südamerika und in den südamerikanischen Kurven ist es ihm gelungen. Bis heute ist der Folienstab untrennbar mit dem südamerikanischen Fußball verbunden. Die Kreativität der San Lorenzo-Fans gilt vor allem für die Lieder. Ich freue mich jedes Mal wieder hier zu sein und zu sehen, wie das ganze Stadion bei den ewigen Liedern mitsingt. Einfach unglaublich. Also los, ab in die Locura, ab ins Auge des Sturms, ab in den Zyklon. Das ist San Lorenzo.
Was für ein Intro, der absolute Wahnsinn. Das ist Südamerika, wie es leibt und lebt. Das ist weltweit wirklich einmalig. Was waren das für Böller? Wie ihr seht, habe ich meine Neutralität in diesem Klassiko kurz aufgegeben. Und nach dem Intro ging es weiter mit diesen unglaublich melodischen Liedern. La Gloriosa Butela geben den Takt vor. Und wenn hier alle in den Himmel schreien, gibt es wirklich keinen schöneren Ort. Es ist magisch hier. Das Spiel ist, wie so oft in Argentinien, irgendwas zwischen langweilig und doch irgendwie spannend. Eine rote Karte für Huracan. Jetzt muss es doch klappen. Und ein Elfmeter. Videobeweis, doch kein Elfmeter. Es will einfach nicht klappen und das Publikum wird zunehmend frustrierter und frustrierter. Die Anspannung wächst, San Lorenzo ist nah dran am Siegtreffer. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Eine unglückliche Aktion nach der nächsten, die Fans werden ungeduldig. All die Anspannung mündet dann letztendlich in einer riesigen Enttäuschung, auch bei mir. Ja, was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Also am Ende muss es auf dem Platz stimmen und das hat es heute gar nicht. Das war ein wirklich lahmes 0-0, wenn man ehrlich ist. Irgendwie dachte ich einmal, es gibt einen Elfmeter, einmal eine rote Karte. Ich weiß nicht, ob es die gab, um ehrlich zu sein. Jedenfalls, diese Kurve ist großartig. Ich liebe diese Kurve, wie melodisch diese Kurve ist. Wenn das ganze Stadion mitsingt, ist es hier das großartigste Stadion der Welt. Aber wenn es auf dem Platz nicht stimmt, dann wird es halt einfach auch zäh. Und das war dieses Klassiko, eine richtig zähe Nummer, um ehrlich zu sein. Schade. So geht es mit einer unglaublichen Tristesse nach Hause. Eine Melancholie, die nicht nur für Buenos Aires steht, sondern zurzeit auch besonders für San Lorenzo. Eine Melancholie, die wirkt wie direkt aus einem Tango. Dem Club aus Boedo, dem Viertel des Tango und des Karneval, man hört die Melodie förmlich. Bis zum nächsten Mal, auch wenn die Rückfahrt hier wie immer mega kompliziert ist. Einfach, weil wir mitten im Niemandsland sind.
Das ist sicher nicht unser letzter Report über diesen verrückten Verein, denn wenn ich im letzten Jahr eins gelernt habe, dann das. Bei San Lorenzo ist immer etwas geboten, wenn auch nicht unbedingt auf dem Platz.